Brandneues Produkt von TipTop. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review auf dem YouTube-Kanal vom Pomadeshop. Ich bin der Max, ich sitze in unserem wunderschönen Ottobrunner Showroom in Ottobrunn und ich darf euch heute das neueste Produkt aus dem Hause TipTop präsentieren. Und zwar geht es um die Clay Paste, um das Clay Paste. Genau, kurz zu TipTop. Eine Firma aus den USA, aus Santa Ana, um genau zu sein, in Kalifornien. Wir haben die Marke schon jetzt seit einer tatsächlich gewissen Zeit in unserem Sortiment. Erfreut sich relativ großer Beliebtheit, finden wir ganz cool. Und jetzt haben sie eben ein ganz neues Produkt rausgebracht, und zwar, wie der Name sagt, eine Clay Paste, also eine Clay-Paste, eine Mattpaste. Dazu zeige ich sie euch mal gleich von innen. Ihr seht, graue, sehr, sehr homogene Masse, sieht fast ein bisschen aus wie so ein Klebestift, finde ich. So wirkt das ein bisschen, ist dann nachher noch mal ein bisschen smoother als ein Klebestift in den Haaren. Das Aussehen erinnert auf jeden Fall sehr daran. Graue Farbe, Clay, Tonerde macht das Ganze im Nachhinein wieder matt. Der Duft ist an sich, ich finde ihn toll, nur meiner Meinung nach viel zu dezent. Wir haben was leicht Herbes, Sportliches. Ich würde es jetzt mal grob als maskulin bezeichnen. Kann euch aber gleich sagen, der Duft ist im Laufe des Tages einfach komplett weg. Der geht einfach flöten. Da ist für Menschen, die gerne noch einen extra Duft dazu tragen, die das gerne kombinieren, natürlich super praktisch, weil die Pomade dann in dem Fall den Duft einfach nicht überdeckt. Aber für mich so als, ich sag mal, Duftfetischisten, was die Produkte angeht, ist es einfach ein bisschen zu wenig, aber ja, kann ja auch mal ein bisschen weniger sein, genau. Ich will auch gleich rangehen. Ich habe relativ frisch gewaschenes Haar, gehe mir jetzt aber nochmal extra mit einem feuchten Kamm durch, denn ich habe gemerkt, das ist ein Produkt, das kann ich persönlich nicht in trockenem Haar anwenden, denn dann habe ich verloren, weil das so dermaßen schnell anzieht. Da kriege ich meine Frisur nicht hin. Wenn ihr lockerere, also Surfer-Style, Out-of-Bed-Styles wollt, easy going, überhaupt kein Problem, dann könnt ihr die auch ins trockene Haar einarbeiten, aber ich für mich habe gemerkt, funktioniert gar nicht. Eins vorneweg. Als Pre-Styler wird dieses Teil hervorragend funktionieren. Also wirklich allererste Sahne. Ich werde es euch aber mal zeigen, wirklich nur als Standalone-Produkt. Und was ich auch gleich dazu sagen kann, ich glaube, ihr seht es in der Dose. Das Produkt wurde bisher von 3 verschiedenen Leuten bei uns aus dem Team benutzt und ihr seht, wie wenig da bisher fehlt. Also es ist ein unheimlich ergiebiges Produkt, mit dem ihr wirklich richtig sparsam umgehen könnt und vor allem am Anfang auch solltet. Das heißt, ich nehme jetzt wirklich mal nur so eine kleine Menge und die sollte eigentlich auch schon reichen. Breakdown ist einfach, aber ich merke jetzt schon, die klebt, die ist bappig und die wird jetzt schon ein bisschen fester. Ich habe natürlich am Anfang ein bisschen graue Rückstände, die sind dann nachher aber alle weg, das ist dann überhaupt kein Thema mehr. So, einarbeiten ist, da meine Haare angenehm feucht sind, recht einfach. Das ist gerade bei so Mattpasten oder so bei diesen wirklich am Ende doch eher trockenen Produkten, aber immer das Gleiche. Je trockener das Haar, desto komplizierter das Einarbeiten, desto schwieriger. So. Ja, ich habe es mit dem Duft gesagt, ich finde es schade, weil er sich jetzt nämlich hier schon noch so ein bisschen verbreitet. Und der ist sehr angenehm. Der ist ein richtig toller Duft, aber er vergeht halt leider viel zu schnell, meiner Meinung nach. Das heißt, habe ich die gleiche Menge nochmal genommen, in der Hoffnung, mich nicht verschätzt zu haben. Nochmal schön verreiben. So, nochmal einarbeiten. Ja, ja. Und dann merke ich jetzt schon, dass da ordentlich was abgeht. Ihr seht, ich kann mir die Haare jetzt schon schön nach oben ziehen. Könnt mir den Mohawk quasi bauen. So, und will dann jetzt auch schon aber aufhören, weil sie auch, wie gesagt, noch ganz schön anzieht, das Produkt. So, jetzt gehen wir wieder ans Stylen. Kamm feucht,
Ich erzähle es euch, glaube ich, gefühlt in jedem Video, aber das ist dann einfach, das funktioniert bei mir sonst nicht anders. Und sonst habt ihr einfach nur Plug and Pull, also ihr rupft und reißt euch quasi an den Haaren. Und das wollt ihr nicht, denn das tut euren Haaren auf der einen Seite natürlich nicht gut und auf der anderen Seite macht es dann auch einfach keinen Spaß mehr. Falls ihr euch wundert, dass das Klunkern ist unser typisch bayerisches Waschbecken. Das musste einfach sein. So, genau, also mit dem feuchten Kamm, super, super einfach. Da kommt man jetzt wirklich richtig geschmeidig durch. Ich habe jetzt immer noch relativ feuchtes Haar und ich bin mit dem feuchten Kamm durchgegangen. Aber eventuell erkennt man das jetzt schon. Der Matteffekt, der setzt jetzt schon ein. Also das ist dann wirklich ein Produkt, da habt ihr nachher, das ist ein richtig trockener Look am Ende. Also auch wirklich ein trocken, mattes Finish, da ist nichts mehr mit natürlichem Glanz oder so, aber das ist ja an sich auch genau das. Also das Produkt möchte ja genau das. So, also Scheitellinie suchen. Das ist so wie quasi jedes Mal, wenn ich mir die Haare mache. Scheitel rüber. Ja, und da merkt man schon, ich merke definitiv, dass ich Produkt in den Haaren habe, aber es fühlt sich nicht so an. Also wenn ich jetzt hier am Stylen bin, merke ich, okay, das gibt Halt, da ist schon was vorhanden, aber es fühlt sich aber irgendwie mehr oder weniger schwerelos an und wirkt dann später auch so, wenn es wirklich trocken ist. Wenn das Produkt richtig getrocknet ist, dann wirkt es tatsächlich so, außer natürlich, gut, wenn ihr so akkurat stylt wie ich, dann merkt ihr natürlich, dass da Produkt drinnen ist. Aber so diese wirklich lockeren Looks oder so, die sind dann so schwerelos, als wäre quasi fast kein Produkt in den Haaren. Und so. Also und das Ding ist, es war jetzt zack, zack, waren das 2 Minuten und ich bin im Grunde schon fast fertig mit dem Stylen. Das ist ein Punkt, der mir tatsächlich sehr gut gefällt. Mattes Finish, ich bin kein so ein großer Freund davon, aber gerade für die Leute, die das mögen, ist es natürlich hervorragend. So, aber ich hatte euch ja gesagt, ich habe jetzt immer einen feuchten Kamm verwendet und alles immer feuchte Haare schon gehabt. Das ist jetzt noch nicht das Endergebnis. Das will ich euch nachher zeigen, deshalb machen wir jetzt nochmal einen kurzen Break und sehen uns dann nachher nochmal und dann zeige ich euch das finale Finish und auch, wie es dann mit dem Nachkämmen ausschaut. Deshalb bleibt dran und wir sehen uns gleich wieder. 2 Stunden später. So, Dalla, es ist jetzt so ziemlich ganz genau fast ungefähr vielleicht 2 Stunden später. Ich habe meine Haare gar nicht nachgekämmt. Ich habe jetzt überhaupt nichts mehr mit den Haaren gemacht. Das Finish ist, wie ich es gesagt habe, das ist ein relativ trockenes, wirklich mattes Finish. Wird im Laufe des Tages auch noch trockener werden. Vor allem, wenn ihr nachkämmt. Bevor ich jetzt aber zum Nachkämmen komme, gehe ich noch mal ein bisschen auf die Inhaltsstoffe ein. Das ist nämlich mal ein bisschen was Besonderes und das habe ich vorhin noch nicht gemacht. Wir haben hier im Grunde nämlich eine sehr klassische, unorthodox wasserbasierte Pomade, was die Inhaltsstoffe angeht. Es fängt an mit Wasser, dann kommt Bees Way. Witzigerweise, ich glaube, da haben sich die Leute von TipTop einfach zu sehr über das Produkt gefreut, als zu merken, dass da ein kleiner Rechtschreibfehler ist auf dem Etikett. Es ist natürlich Beeswax, also Bienenwachs. Dann haben wir noch die ganz anderen gängigen Inhaltsstoffe mit drin, die wir aus all den anderen Produkten auch kennen. Und was aber das Besondere ist, weshalb die Clay Paste, also ich glaube, da scheiden sich dann jetzt ein bisschen die Geister, kein ganz genaues Clay ist. Das ist nämlich da ist Salt Mine Mud, also Salzminenschlamm mit drinnen. Und jeder, der weiß, wie sich jetzt zum Beispiel Salzwasser, also Meerwasser oder ähnliches auf welche Wirkung das auf die Haare hat, das entzieht halt einfach nochmal jegliche Feuchtigkeit und macht das Ganze matt. Und daher kommt nämlich jetzt bei diesem Produkt der Matteffekt. Und das finde ich relativ witzig, weil es ein komplett neuer Inhaltsstoff ist. Ich meine halt tatsächlich auch ein relativ natürlicher. Zumindest wüsste ich da jetzt nichts Gegenteiliges. Und das macht das Ganze auch mal einfach wieder ein bisschen interessanter, weil es halt mal wieder ein bisschen was Neues ist. Und das erklärt halt diese dunkle Farbe auch noch mal mehr. Aber jetzt kommen wir zu dem Nachkämmen, was ich vorhin gesagt habe.
Anders als wie ich es immer normal predige, macht den Kamm feucht, das hilft ein bisschen was, das ist ganz praktisch. Will ich euch jetzt ganz bewusst zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn ich das ohne angefeuchteten Kamm mache, sondern eben mit einem wirklich trockenen Kamm, die trockenen Haare, wie das dann danach aussieht. Da gehe ich jetzt einfach, ich nehme bewusst jetzt mal den gröberen, gehe ich jetzt einfach durch und da ist es im Grunde wie bei jedem anderen dieser vor allem eher matten und wasserbasierten Produkte. Ja, ich meine, ihr kommt super geschmeidig durch. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ihr merkt es sofort, dieses leicht angetrocknete, leicht festere, crispy, knusprige, fast schon leicht helmartige, diese Wirkung verschwindet sofort. Das wird quasi alles aufgebrochen, die Struktur, die ihr davor drin hattet. Und es ist jetzt alles super fluffig, luftig, leicht. Ihr seht, die Frisur theoretisch hält noch. Allerdings weiß ich, dass jetzt zum Beispiel bei meinen Haaren wird es mit der Zeit passieren, dass mir einzelne Härchen dann jetzt nach oben stehen werden, weil ich einfach leicht welliges Haar habe. Das passiert dann und ein paar Haare werden leicht locker werden und sich dann aus dem Ganzen verabschieden. Aber insgesamt, also ich gehe jetzt bewusst, jetzt zeige ich es nochmal mit der feinen Seite. Ich gehe nochmal mit der feinen Seite durch, auch hier oben. So, und dann komme ich jetzt nochmal nah ran. Die Struktur ist aufgebrochen. Die Grundfrisur ist im Grunde noch da, lässt sich auch wieder herstellen. Könntet ihr dann jetzt, lasst es sein, ihr habt euch irgendwie den Schädel angehauen oder sowas und deshalb ist auf einmal die Frisur ein bisschen hinüber. Mit dem feuchten Kamm geht das dann schon wieder, dass ihr es ein bisschen retten könnt. Allerdings, wie gesagt, die Grundstruktur, diese wirklich krasse Grundfestigkeit, die ist dann damit ein bisschen verloren gegangen. Aber das ist das, was ich vorhin meinte, gerade für lockere Styles oder als Pre-Styler ist es dann halt ein hervorragendes Produkt. Ich persönlich würde jetzt dann nämlich einfach nochmal eine leichte ölbasierte oder vielleicht die Groom Cream von Lockhart's oder die Conditioning Cream von O'Dowd's einfach noch drüber packen, um einfach noch ein bisschen Glanz und ein bisschen mehr Halt insofern reinzubekommen, als dass sich meine leichten, losen Härchen eben nicht mehr verabschieden. Aber so alles in allem ist es ein super tolles Produkt, finde ich echt gut. Als Pre-Styler für mich dann besonders toll und besonders gut geeignet. Dufttechnisch, das habe ich gesagt, der ist jetzt leider im Grunde komplett verflogen. Meiner Meinung nach ein bisschen Manko, aber das ist Geschmackssache. Aber ich kann tatsächlich sagen, es ist ein echt cooles Produkt, das Tip Top da rausgebracht hat. Gefällt mir sehr gut und ergänzt die Reihe, würde ich mal auch sagen, wirklich perfekt. Ich habe eventuell bei der ganzen Freude vergessen, den Halt denn irgendwie einzuordnen. Ich würde sagen, wir sind hier natürlich klassisch wasserbasiertes Produkt, je nach verwendeter Menge und Einarbeitung, bei einem Halt zwischen Firm und tatsächlich schon Heavy. Gerade wenn ihr mehr davon hernehmt und ins feuchtere Haar einarbeitet, bekommt ihr dann am Ende schon wirklich richtig guten Halt. Vergleichen finde ich gerade schwierig, da es von der Konsistenz her und allem nochmal ein bisschen was anderes ist zu anderen Clay-Produkten, sagen wir mal, diesem Härtegrad, weil es auch sowas Homogenes ist und bei manchen anderen, zum Beispiel beim Lockhart's Clay, da merkt man ja definitiv die Wachsbasis, weil das so schon mal deutlich fester ist, sich somit auch ein bisschen leichter nachkämmen lässt. Deshalb ist ein direkter Vergleich, finde ich gerade tatsächlich kein so adäquates Produkt. Vielleicht was das Finish angeht, könnte man das Caviar Clay von J. Sloan nehmen. Das, glaube ich, könnte so ungefähr in die gleiche Richtung gehen. Dafür gibt dann aber die Clay Paste nochmal ein bisschen mehr Halt, hätte ich gesagt. Viel mehr bleibt mir jetzt tatsächlich auch nicht zu sagen, außer danke und euch noch einen schönen Tag. Ciao.